mir so unsicher, was ich wirklich will. Aber es dauert so lang zu warten. Ich möchte einfach endlich Klarheit haben. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Ich muss es Nathaniel erzählen. Ich ich freue mich so. Und mit dieser wundervollen, frohen Neuigkeit heiße ich euch willkommen zurück in unserer Encanto-Generation der Sims 4 Disney Parent Challenge. Und in dieser Folge wird die Familie Madrigal ganz schön durcheinandergerüttelt. Es kommen, wie wir gerade gesehen haben, neue Familienmitglieder dazu und von anderen werden wir uns auch verabschieden müssen. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, um zu sehen, wer bleibt und wer geht. Aber erstmal, ihr seht es ist früher Montagmorgen, das allwöchentliche Familiendinner hat stattgefunden. Victoria und Nathaniel müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen und dann wird Victoria Nathaniel, glaube ich, die Neuigkeiten erzählen und ich bin gespannt, wie er reagieren wird. Wir haben beide total geschafft von dem Essen, aber ich musste es ihm einfach sofort sagen. Und er schien glücklich. Er schien so glücklich darüber, genau wie ich. Oh, ich kann es gar nicht erwarten, dass dieser neue Lebensabschnitt nun endlich beginnt. Und obwohl das alles gerade ganz furchtbar aufregend für Victoria ist, muss der Alltag weitergehen. Und sie hat sich jetzt hier schon mit deutlich sichtbarem Bauch wieder an ihrem Stand eingefunden, ja, um ihrem täglichen Job nachzukommen. Auch Nathaniel wird gleich zur Arbeit entschwinden. Und Victoria hofft so ein bisschen, dass sie vielleicht mal ihrer Schwester begegnet, dass Sophia hier mal vorbeischaut. Ich meine, sie wohnt im gleichen Haus, aber irgendwie sehen sich die beiden gar nicht mehr so oft. Ich sehe sie nämlich auch gerade nicht. Und es kommen immer wieder nur dieselben Menschen, die so gern hier Victorias Leckereien kosten. Und Sophia ist irgendwie nicht dabei. Dabei würde sie ihrer Schwester so gerne von der großen Neuigkeit erzählen und auch irgendwie gerne mal wissen, wie es bei ihr so weiterging, wie die Beziehung mit Rue läuft und ob es ihr gut geht. Irgendwie hat sie jetzt so ziemlich das Erwachsenenleben eingeholt, dass sie gar nicht mehr so viel Zeit hat dafür. Aber da ist Rue. Vielleicht können wir den fragen? Oder geht der zur Arbeit? Oh, der geht bestimmt zur Arbeit. Nathaniel geht auch zur Arbeit. Und wir haben hier wieder die halbe Nachbarschaft zu verköstigen. Und da ist Sophia. Guck mal, da ist sie. Vielleicht können wir ihr was verkaufen und irgendwie ins Gespräch kommen. Hier, Schwesterherz, möchtest du Erdbeerbrause-Törtchen? Ja, komm rüber zu mir. Lass uns ein bisschen plaudern. Hey, schön, dich mal wieder zu sehen. Geht's dir nicht gut? Was ist denn los? Ähm, kann ich dir irgendwie was anbieten, dass es dir besser geht? Den meisten hilft das irgendwie, wenn ich hier was anbiete. Aber ich würde so gerne auch mit dir reden. Warte doch mal. Und es ist nun der nächste Morgen und hier ist sie. Sophia steht in der Eingangshalle. Victoria hängt noch vorm Fernseher und wird dann aber endlich gleich ihrer Schwester mal von der großen Neuigkeit erzählen und fragen, wie es ihr überhaupt so geht. Ja, man wusstest du schon? Oh, oh. Man kann ihre Emotionen nicht ganz deuten, ne? Das sah auf den ersten Blick jetzt ein bisschen komisch aus, oder? Belehrt sie mich jetzt? Ach nee, sie erzählt von ihrer Karriere. Aber so wie das hier aussieht, wahrscheinlich von einer falschen Karriere. Ich möchte mal, dass die hier runtergehen. Willst du deine Nichte oder deinen Neffe vielleicht mal irgendwie, ja, bisschen näher kennenlernen? Hallo? Wie geht's dir sonst so? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ach, ist das süß. Ist das süß. Ja, man sieht sie echt nur selten, aber alle beide sieht man nicht oft. Ah, sag mal, was hat die denn für ein Problem? Wieso ärgert die mich denn die ganze Zeit nur? Äh, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir uns nicht mehr so viel sehen. Ich weiß nicht, was sie gerade für ein Problem hat. Vielleicht ist sie irgendwie ein bisschen neidisch. Ich hab keine Ahnung. Und kurz bevor Victoria an diesem Nachmittag ihren Stand eröffnen wird, will sie mal kurz noch die
Post holen und Rechnungen überweisen und hat da jetzt was sehr, sehr Seltsames gefunden im Briefkasten und wundert sich, warum ihre Schwester ihr das gar nicht sagt. Ähm, Steckt es ganz schnell weg und fängt erst mal an, hier zu verkaufen. Aber das ist ja alles ein bisschen suspekt, warum sie das aus der Post erfahren muss, was in Sophias Leben gerade so passiert. Aber sie hat irgendwie gerade gar keine Zeit, sich da groß drüber Gedanken zu machen, denn ja, die Simoleons müssen verdient werden und die täglichen Aufgaben erfüllt. Aber so richtig wohl fühlt sie sich damit irgendwie nicht. Heute habe ich das erste Mal, seitdem ich die große Neuigkeit erfahren habe, Sophia wieder getroffen. Man könnte meinen, wir wohnen an verschiedenen Enden der Stadt, so selten wie wir uns begegnen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was in ihrem Leben los ist. Als wir uns dann getroffen haben und ich hier von der Schwangerschaft erzählt habe, war es, als wäre überhaupt nichts gewesen. Es war wie früher, die alte Vertrautheit war wieder da. Naja, fast. Sie war schon ein bisschen komisch. Und dann, wirklich, nur ein paar Stunden später, gehe ich zum Briefkasten und finde dort ihre Hochzeitseinladung. Warum redet sie denn nicht mit mir darüber? Ach, ich bin so durcheinander und ich kann mich überhaupt nicht richtig auf den Essensverkauf konzentrieren. Wann ist es nur passiert? War sie deshalb so komisch, weil ich noch nicht auf ihre Einladung reagiert habe? Aber ich freue mich sehr für sie. Scheint ja mit den beiden irgendwie auch ziemlich schnell zu gehen. Victoria ging es eigentlich gerade wieder besser, nachdem sie diese Nachricht einigermaßen verdaut hatte. Und jetzt ist Nathaniel auch hinterhergegangen. Ja, gerade wurde sie ins Krankenhaus beordert, weil irgendwas mit der Schwangerschaft nicht stimmt. Und ich bin gerade total überwältigt davon. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Victoria, was ist passiert? Eine Eileiterschwangerschaft. Sie war doch schon im 2. Trimester. Aufgrund der Nichtlebensfähigkeit des Fötus und der Gefahr für Victorias Leben musste ein chirurgischer Eingriff durchgeführt werden, um die Schwangerschaft zu beenden. Victorias Fortpflanzungssystem ist beschädigt. Es kann durchaus sein, dass ihre Fruchtbarkeit drastisch reduziert wird. Es wird empfohlen, ihre Fruchtbarkeit von einem Fachmann neu beurteilen zu lassen. Victorias Inventar wurde eine Urne hinzugefügt. Oh Mann, wirklich? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, du musst schlafen, ich weiß, aber ich muss das jetzt wissen. Ich muss jetzt wissen, was passiert ist. Du kannst es gar nicht mehr überprüfen lassen von einem Fachmann. Wir überprüfen das jetzt am Handy. Wird laut Techtelbechtel derzeit auf 0% geschätzt. Ist sie jetzt dadurch unfruchtbar geworden oder sie ist dadurch jetzt unfruchtbar geworden? Das kann doch nicht sein. Das kann da jetzt echt nicht sein. Sich das Sterilisationsumkehrverfahren holen. Das mache ich jetzt. Oh Mann, ey, also manchmal bin ich wirklich, wirklich, wirklich schockiert von diesem Spiel. Oder, ne, was heißt von diesem Spiel? Von diesen Mods. Und in jedem anderen Save-File, wo ich irgendwie das mag, wenn unvorhergesehene Dinge geschehen. Gerne, immer wieder, immer wieder. Aber jetzt, gerade jetzt hier, passiert sowas. Wie geht's Nathaniel damit? Er ist auch traurig, ja. Oh, Mann. Wir müssen das irgendwie wieder hinkriegen. Victoria ist jetzt zurück von dieser, ja, Sterilitätsumkehroperation und geht erstmal ins Bett. Sie hat danach das hier gleich evaluieren lassen und ist jetzt wieder fruchtbarer als der Durchschnitt. Extrem fruchtbar. Okay. Aber hat weiterhin ein hohes Risiko für Probleme in ihrer Schwangerschaft. Das war vorher nicht so. Also ich erinnere mich, dass ich das ja schon mal evaluieren habe
haben lasse und sie da keine erhöhten Probleme hatte. Deswegen bin ich so schockiert, dass es jetzt passiert ist tatsächlich. Ach Mann, es tut mir so leid. Es ist Sonntag und zum allerersten Mal bin ich einfach nicht in der Stimmung für ein Familiendinner. Ich habe allen abgesagt, dass es nicht stattfinden wird. Viel zu sehr muss ich an das letzte Familiendinner denken, das nach dem Dessert im Badezimmer endete und mich so glücklich gemacht hat. Nathaniel und ich haben versucht, mit der Trauer umzugehen. Und natürlich sind wir uns in letzter Zeit auch wieder näher gekommen, sodass ich jetzt doch irgendwie einfach nochmal nachschauen musste. Es hat nicht geklappt. Und wir machen nun einen kleinen Cut und steigen hier an diesem ganz besonderen Tag für Sophia ein, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet. Sie ist schon ganz besonders aufgeregt, trifft die letzten Vorkehrungen. Sie hat schon eine wundervolle Location in Newcrest aufgetan. Das Wetter sieht gut aus und sie ist einfach nur super motiviert für diesen tollen Tag heute. Leichte Zweifel sind noch da. Sie ist schließlich ein glücklicher Single-Sim eigentlich. Aber sie kann es kaum erwarten, ihren Seelenverwandten Rue heute zu heiraten und natürlich auch wieder ihre Geschwister um sich zu haben. Und wir sind jetzt hier in Newcrest in dieser wundervollen Location. Einfach perfekt, so wie sich Sophia das vorgestellt hat. Denn ja, sie ist so eine kleine Perfektionistin. Sie möchte, dass dieser Tag einfach perfekt wird, dass nichts passiert, dass alles genauso läuft, wie sie es geplant hat. Und ja, ich glaube, es kann bald losgehen. Sie hat sich jetzt hier noch kurz mit Victoria über den Ablauf unterhalten, damit auch alles genauso läuft, wie sie sich das vorgestellt hat. Und sie hat auch noch mit Oskar ein paar Worte zu wechseln. Sobald sie aber Oskar gefunden hat und der auch nur so ein paar kleine Bedenken geäußert hat, dass ja es ein bisschen wolkig aussieht, doch irgendwie, bricht der Himmel auf und es regnet tatsächlich. Und Sophia ist fassungslos darüber. Wie kann das denn sein? Nur weil er hier sowas sagt, regnet es auf einmal, oder was? Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das zerstört ihren schönsten Tag. Dieser blöde Regen. Wie sieht denn das aus mit einem Regenschirm? Und sie ist jetzt tatsächlich so ein bisschen ratlos. Ich meine, sie ist immer noch glücklich, dass heute dieser besondere Tag ansteht, aber wie kann Oskar das wagen, so eine blöde Bemerkung zu machen, die sich hier jetzt zu bewahrheiten scheint? Und nach diesem kleinen Schockmoment beschließt Sophia jetzt hier einfach es durchzuziehen. Ich meine, schlimmer kann es irgendwie gar nicht werden. Vielleicht holen wir einfach mal alle her, in der Hoffnung, dass es nicht so ein Desaster wird wie bei Victoria, dass alle irgendwie ewig gebraucht haben, sich hier hinzusetzen, dass wir jetzt hier endlich starten können, bevor die hübschen Klamotten noch mehr durchtränkt werden. Und da kommt wenigstens auch Victoria schon mal als allererste, die natürlich in der ersten Reihe sitzen möchte, wenn ich korrigiere, in der dritten Reihe sitzen möchte, wenn ihre geliebte Schwester heiratet. Cassandra ist natürlich auch gekommen und sämtliche Freunde. Sophia ist ja sehr beliebt und hat hier wieder jeden eingeladen, den sie kennt. Manchen Leuten ist es auch völlig egal, zu was für einer Art Anlass sie hier gerade antanzen. Genau, da muss man auch sich in die erste Reihe setzen. So kennen wir das, so kennen wir das. Und ich denke, dann ist es soweit. Und die beiden geben sich das Ja-Wort. Auch wieder alles andere als perfekt. Es regnet, er ist müde, er muss auf Toilette. Die Leute gähnen, die Leute sitzen hier in Unterwäsche. Ja, alles ein bisschen unperfekt. Sophia versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Nathaniel und Victoria versuchen ja auch noch allen die Show zu stehlen. Ich glaub's ja nicht. Aber jetzt ist es endlich soweit und die beiden geben sich das Ja-Wort. Und Sophia geht richtig ran und versucht den Tag irgendwie noch ein bisschen ins Positive zu verkehren. Aber ihr ist klar, ja,
irgendwie nervt das hier total. Sie versucht hier eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber eigentlich will sie Oscar gerade einfach nur loswerden und rauswerfen. Und Rue sieht auch nicht sonderlich glücklich aus. Ja, irgendwie hatten wir uns das alle anders vorgestellt. Ich bin immer noch ganz durcheinander. Bei Sophias Hochzeit kamen so viele Emotionen zusammen. Es sollte eigentlich ein schöner Tag werden, aber alles geriet auf einmal komplett aus dem Ruder. Zuerst fing es noch richtig schön an. Sophia hat mir die tolle Location gezeigt und Nathaniel und ich haben uns ein kleines unbeobachtetes Plätzchen gesucht, weil ich so ein Gefühl hatte. Ich hatte am Morgen wieder einen Schwangerschaftstest gemacht, aber mich nicht getraut, draufzuschauen. Und tatsächlich war dieser wirklich positiv. Ich bin so überwältigt und habe gleichzeitig Angst, dass wieder irgendwas passieren könnte. Aber dann ist irgendwie alles nur noch schlimmer geworden. Auf einmal hat es wie aus dem Nichts angefangen zu regnen. Und Sophia war aus irgendeinem Grund komplett sauer auf Oskar. Sie hat mich noch nach meiner Meinung gefragt, aber wie sollte ich ihr widersprechen können am Tag ihrer Hochzeit? Sie hat die Trauung durchgezogen und dann Oskar rausgeworfen und mich auch angewiesen, nie wieder mit ihm zu sprechen. Das tut mir in der Seele weh. Zurück zu Hause bin ich einfach nur ins Bett gefallen, überwältigt von diesem Tag und habe auf einmal total wirre Träume gehabt von unserer Mutter, wie sie mich besucht hat und mit mir gesprochen hat, darüber, was jetzt bevorsteht für eine besondere Zeit. Und da kam es mir auf einmal. Was, wenn es eben nicht schief geht? Was, wenn alles gut geht? Aber was, wenn es mehr als eins ist? Was, wenn es Zwillinge werden oder gar Drillinge? Ich glaube, unsere Eltern waren damals auch am Rande der Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob unsere Beziehung das auch noch aushalten kann. Victoria und Nathaniel hatten eigentlich erwartet, dass sie noch eine ruhige Nacht bevorsteht. Aber nun, dem ist nicht so. Die beiden haben jetzt beschlossen, doch ins Krankenhaus zu fahren und sich anzumelden. Und während Victoria hier ein Zimmer bekommt und es sich erstmal ein bisschen gemütlich macht, ja, schiebe ich einen kleinen Werbeblock ein und zeige euch mal dieses wundervolle Krankenhaus. Ehrlich gesagt gehört das nicht zum Blooming Safe, weil das, was hier dazugehörte, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Und deswegen habe ich das ganz schnell ersetzt durch mein aktuelles Lieblingskrankenhaus. Das hat die liebe C. Holmes gebaut. Und ich finde es einfach perfekt. Es ist kompakt, aber trotzdem so schön. Und hier hinten haben wir noch so einen kleinen Krankenhausgarten, also so ein Park, wo man auch ein bisschen spazieren gehen kann. Gerade wenn man hier aufgrund der Realistic Childbirth Mod auch mal ein bisschen länger noch festhängt. Wir haben 2 Etagen. Na, hier ist die obere Etage. Also hier haben wir eher so die Dinge, die wir brauchen, wenn wir in der aktiven Arztkarriere spielen. Und hier unten ist dann eben hier auch schön eingerichtet schon für die Geburt dieser, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Pandasama Geburtssaal, Kreissaal. Und ich bin einfach super begeistert davon. Während sie hier ganz bei sich ist und ein bisschen atmet, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe total Angst, dass noch irgendwas passiert, dass es jetzt irgendeine Komplikation gibt und wir das Baby heute wieder nicht treffen, also dass wir noch ein Baby verlieren. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Also wer würde das wollen? Und ich habe mir überlegt, mich hat das mit dieser Fehlgeburt einfach so überrumpelt. Und ich habe mir gedacht, oh nein, was mache ich? Es muss ja hier irgendwie weitergehen, ne? Wir brauchen 3 Kinder in dieser Generation.
wie mache ich weiter? Und habe dann eben ganz schnell mich für diese Operation da entschieden, um die Fruchtbarkeit wiederherzustellen, nachdem sie unfruchtbar geworden war. Und klar hätte man das irgendwie einfacher lösen können. Also wir hätten die 3 Kinder natürlich auch adoptieren oder in Form von Wissenschaftsbabys bekommen können. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr in so einem Fall macht oder was ihr jetzt, wie ihr diese Entscheidung getroffen hättet an meiner Stelle. Mich würde einfach interessieren, wie ihr euch in diesem Fall verhalten hättet und ob ihr solche kleinen Twists dann einfach in die Story aufnehmt oder ob ihr, keine Ahnung, ohne Speichern rausgeht oder was cheatet oder schaut, was eben sonst noch geht, um euren ursprünglichen Plan weiter zu verfolgen. Victoria spürt, dass es gleich losgeht und vielleicht können wir auch jemanden rufen gleich. Ich wollte noch mal kurz was zu den Namen sagen, denn gleich werden wir uns ja für einen Namen entscheiden müssen. Und ich habe sowohl auf Instagram als auch hier auf YouTube die Abstimmung laufen lassen und es war wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Also es gibt einen Gleichstand zwischen 2 Optionen. Ich hatte zur Auswahl gestellt, ob wir den Kindern einfach die Encanto-Namen geben, also Isabella, Luisa und Mirabel, ob wir ihnen die Namen der nächsten Generation geben, also Flora, Fauna und Sonnenschein, so verrückt es auch ist. Oder ob ich wieder eine Kombination finde, die irgendwie beide Stile verknüpft. Das hat ja in den letzten Generationen manchmal ein bisschen zu Verwirrung geführt. Und tatsächlich gab es für fast alle Optionen, wenn man Instagram und YouTube zusammenrechnet, gleich viele Stimmen. Also die einzige Option, die ein bisschen zurücklag, war, dass die 3 nach den 3 Feen, also Flora, Fauna und Sonnenschein, benannt werden. Und die beiden Optionen, die Encanto-Namen und die Kombination, hatten gleich viele Stimmen. Und deswegen werde ich es jetzt einfach so machen, dass sie als ersten Namen den Encanto-Namen bekommen und ja, wir als zweites noch einen Namen nehmen, der zu beiden passt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Alternative. Ich schaue mal, ob wir vielleicht jemanden herbeirufen können. Wir nehmen jetzt einfach den wir schon kennen, dass es hier losgeht. Und wir sind gespannt auf die Geburt des ersten Babys der neuen Generation. Und natürlich auch, ob es 1 ist oder 2 oder 3. Ich meine, wir hätten Kapazitäten für 3, ne? Wir haben ja noch keins. Und worauf ich auch ganz besonders gespannt bin, das werden wir ja dann erst sehen, wenn es ein Säugling ist, ob es tatsächlich die Fähigkeiten von Victoria erbt, ob wir eine kleine Fee bekommen. Und sie ist da. Es ist ein Mädchen und sie heißt natürlich Isabella. Und als Zweitnamen habe ich mir überlegt, nenne ich sie Violetta. Leider passt es hier nicht rein, obwohl ich das gerade im MCC noch eingestellt hatte, aber gut. Denn Violetta klingt natürlich zum einen nach der Farbe, die Isabella ganz oft trägt im Film, und zum anderen ist es das spanische Wort für Veilchen, also auch ein Blumenname. Fand ich sehr passend. Unsere kleine Isabella ist gesund und munter zur Welt gekommen. Es gab keine Komplikationen. Alles ist gut gegangen. Ich bin gerade total glücklich. Und Victoria auch. Einige Tage später sind Victoria und Nathaniel nun wieder zu Hause mit ihrer kleinen Isabella. Und der Alltag hat sie total. Victoria muss eigentlich arbeiten. Das Essen am Stand verkauft sich nicht von allein. Und vor allem hat sie schon ganz lange gar nicht mehr ihre Schwester gesehen. Und Victoria hat beschlossen, jetzt einfach auch mal wieder einen Essensverkauf zu machen. Und vielleicht begegnet sie ja dann Sophia mal wieder, denn sie würde ihr ja gerne erzählen,
wie jetzt hier so ihre letzten Tage liefen, dass alles gut gegangen ist, dass die kleine Isabella jetzt da ist und dass es einfach nur wunderschön ist, dieses neue Leben, wenn auch anstrengend. Ich meine, sie ist einfach super müde. Ja, es wird nicht einfacher, es wird nicht weniger. Und dann ist nicht mal irgendwie Unterstützung da, obwohl man schon nebeneinander wohnt. Wo ist die denn eigentlich? Lange nicht mehr gesehen. Vielleicht waren die in den Flitterwochen. Zwischendurch kam übrigens mal ein Anruf von Oskar. Den habe ich hier noch gar nicht ausgeblendet. Äh, Ich bin aber nicht rangegangen. Ich habe das ignoriert. Es tut mir total leid, weil es so ein blöder Streit einfach ist und bei Victoria ja eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Aber ja, wir müssen den Kontakt zu Oskar nun leider meiden. Und vielleicht haben wir ja auch Glück und sehen unsere Schwester, wenn die in ihrem frohen, frisch verheirateten, völlig im Glück stehenden, kinderlosen Leben, und da ist sie schon, Zeit hat, hier am Samstag um 8 vorbeizuschauen. Nachbarschaftsplausch. Ja, wo ist sie denn? Kommt die jetzt her oder kommt sie nicht her, weil ich hier am Stand stehe? Na, da kommt schon die erste Kundschaft. Wo ist sie denn? Da ist sie. Habe ich gerade gesagt, kinderloses Leben, ja? Ich würde sagen, die Flitterwochen waren gut. Ja, und sie scheint sich hier auch sehr zu gefallen. Ich bin mal wieder fassungslos. Sophias Leben ändert sich erneut enorm und sie hält es nicht für nötig, mir Bescheid zu sagen. Was ist nur aus unserer guten Beziehung geworden? Erst wirft sie Oskar aus unserem Leben raus und nun redet sie nicht mal mehr mit mir. Ich freue mich total für sie, aber ich würde das so gerne mit ihr teilen. Ich bin so glücklich mit unserer kleinen Isabella. Das ist alles, was ich immer wollte. Mein Herz fühlt sich so voll an. Und es ist einfach wundervoll, wie unsere Familie noch weiter anwächst. Erst mit Rue, dann Isabella und dann auch noch mit dem neuen Baby von Sophia. 3 neue Familienmitglieder. Oder eher 4. Ich kann das andere Baby nur schwer vergessen. Aber ich schaue hoffnungsvoll in die Zukunft und bin gespannt, was uns noch alles erwarten wird.